Sommermorgen, Sonnenlicht breitet sich über die Uferstraße der Stadt Huntsville, Ontario, Kanada aus. Die Rotfuchsmutter und ihr Baby verließen gemächlich den Waldrand und suchten am Straßenrand nach Nahrung. Die sanfte Brise trug den Duft von frisch geschnittenem Gras herüber und gab ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Das Zwitschern der Vögel hallte durch die Bäume und schuf eine friedliche Atmosphäre. Plötzlich kroch unerwartet ein langer Schatten aus dem Gras vor ihnen hervor und versperrte ihnen den Weg. Es war eine große Python, lang und muskulös, mit einem auffälligen braun-gelb gefleckten Muster. Seine kalten Augen starrten Mutter und Kind direkt an wie ein gefährliches Raubtier. Die Fuchsmutter trat sofort vor, duckte sich, fletschte die Zähne und knurrte warnend. Doch die Python hatte keine Angst und stürmte mit erstaunlicher Geschwindigkeit vorwärts. Im Bruchteil einer Sekunde schlang sich sein muskulöser Körper fest um den Körper der Fuchsmutter. Der fester werdende Griff ließ die Fuchsmutter nach Luft schnappen und ihr ganzer Körper zitterte vor Schmerz. Das Fuchsjunge geriet in Panik und biss in den Körper der Python, um seine Mutter zu retten. Doch seine Kraft war zu gering, um die Spule zu lösen. Die Fuchsmutter brach zusammen, ihr Atem war schwach und ihre Augen begannen zu trüben, weil sie keine Luft mehr bekam. Die Atmosphäre entlang der Straße wurde plötzlich angespannt und unheimlich still. Aus der Ferne war das Motorengeräusch eines Autos zu hören, das sich dem Unfallort näherte. Das schwarze Auto wurde beim Näherkommen langsamer und der Fahrer bemerkte eine ungewöhnliche Szene am Straßenrand. Diese Person war Amelia Parker, eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit in der Innenstadt von Huntsville. Als sich das Auto näherte, war Amelia schockiert, als sie eine riesige Python sah, die sich fest um einen Fuchs gewickelt hatte. Ohne zu zögern fuhr sie an den Straßenrand, stellte den Motor ab, öffnete die Tür und stieg aus. Der Anblick vor ihren Augen ließ ihr Herz klopfen, die Fuchsmutter wurde fest umarmt, das Junge zitterte neben ihr. Amelia rannte sofort zum Heck des Wagens und öffnete den Kofferraum, um Rettungsmaterial herauszuholen. Sie holte einen kleinen roten Feuerlöscher heraus, den sie immer in ihrem Auto hatte. Amelia rannte näher heran, blieb in sicherer Entfernung stehen, aber nah genug, um Eindruck zu machen. Sie zog den Sicherungsstift der Waffe, zielte direkt auf den Körper der Schlange und drückte ab. Ein kräftiger Strahl aus weißem Schaum umhüllte seine engen Windungen. Die Python erschrak, hörte sofort auf zu drücken und lockerte ihren Griff. Es hob den Kopf und sah sich um, scheinbar verwirrt von der unerwarteten Situation. Nur Sekunden später begann es, aus dem Körper der Fuchsmutter zu kriechen. Amelia sprühte erneut, um sicherzugehen, dass die Schlange nicht zurückkam. Überrascht und verärgert glitt die Python schnell in die Büsche am Straßenrand. Der Moment der Gefahr war vorüber und Amelia rannte sofort zurück zur Fuchsmutter. Sie kniete nieder und legte ihre Hand auf den Hals des Fuchses, um seine Atmung zu überprüfen. Die Fuchsmutter lebte noch, atmete aber schwach, hatte die Augen geschlossen und war schlaff. Das Fuchsjunge drückte sich eng an seine Mutter und stieß leise, ängstliche Wimmerlaute aus. Amelia wusste, dass sie ihnen schnell helfen musste, wenn sie ihr Leben retten wollte. Sie rannte zurück zum Auto, holte eine Flasche Wasser und goss etwas davon in einen Plastikbehälter. Amelia führte es zum Maul der Fuchsmutter und ließ es vorsichtig kleine Schlucke trinken. Die Fuchsmutter öffnete leicht ihr Maul und versuchte zu trinken, wenn auch sehr schwach. Das Fuchsjunge schaute aufmerksam zu und kuschelte sich tröstend an den Bauch seiner Mutter. Amelia beschloss, nicht länger zu zögern und musste sie sofort zum Tierarzt bringen. Sie öffnete die hintere Autotür und wickelte eine dicke Decke um die Fuchsmutter und ihr Kind. Dann legte sie vorsichtig in einen sicheren Plastikkäfig. Die Käfigtür wurde fest verschlossen und vorsichtig in den Kofferraum gelegt, damit sie nicht wackelte. Amelia stieg ins Auto, startete den Motor und fuhr schnell in Richtung Innenstadt von Huntsville. Unterwegs warf sie häufig einen Blick in den Spiegel, um ihren Zustand zu überprüfen. Das Fuchsjunge lag dicht bei seiner Mutter und hatte die Augen vor Angst weit aufgerissen. Das Auto glitt an den grünen Bäumen entlang der Straße vorbei, das Licht glitzerte auf der Oberfläche des Sees. Als sie in der Klinik ankam, trug Amelia ihre Mutter sofort hinein.
Der Sanitäter öffnete die Tür und führte sie zur Tierärztin Olivia Bennett. Amelia schilderte den gesamten Vorfall von der Entdeckung bis zur Rettung der Fuchsmutter. Olivia nickte und bereitete sich rasch darauf vor, die Fuchsmutter in den Untersuchungsraum zu bringen. Im Untersuchungsraum beurteilte Olivia sorgfältig den Zustand der Fuchsmutter. Die Ergebnisse zeigten, dass es lediglich durch den Druck des Quetschteils erschöpft war und keine ernsthaften Verletzungen auftraten. Der Arzt entschied, ihm eine Auffrischungsimpfung zu geben, damit es schneller genesen konnte. Amelia stand daneben und atmete erleichtert auf, als sie die gute Nachricht hörte. Das Fuchsjunge saß neben ihr und ließ sie keine Sekunde aus den Augen. Nach etwa einer Stunde Überwachung war der Zustand der Fuchsmutter stabiler. Olivia erlaubte Amelia, Mutter und Kind in ihren natürlichen Lebensraum zurückzubringen. Amelia nahm den Käfig zurück, in dem die Fuchsmutter ihre Augen geöffnet und sich leicht bewegt hatte. Sie fuhr zu einer großen Rasenfläche am See, wo es ruhig und sicher war. Der Nachmittagshimmel war golden, das Sonnenlicht schimmerte auf dem Wasser. Amelia stellte den Käfig in den Schatten eines großen Baumes und öffnete dann die Käfigtür. Die Fuchsmutter trat heraus und blieb einen Moment stehen, um Amelia anzusehen, als wolle sie ihr danken. Das Fuchsjunge rannte ihm hinterher und wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Sie gingen zusammen zum Waldrand, das Rascheln der Blätter unter ihren Füßen hallte leise wieder. Amelia stand da und sah zu, bis sie hinter den Bäumen verschwanden. Eine kühle Brise wehte vorbei und trug den Duft von Freiheit und Frieden mit sich. Sie wusste, dass sie gerade einen Moment erlebt hatte, an den sie sich für den Rest ihres Lebens erinnern würde. An diesem Tag rettete Amelia 2 kleine Leben in der Wildnis. Das Bild der dankbaren Augen der Fuchsmutter wird sich für immer in ihr Gedächtnis einprägen. Die Geschichte ist ein Beweis für die Macht des Mitgefühls und rechtzeitigen Handelns. Der Himmel über Huntsville schien an diesem Tag blauer, der Wind leichter, als würde er sie segnen. Amelia lächelte, als ihr klar wurde, dass sie mit der Rettung eines Lebens auch ihr eigenes Herz rettete.